Mahlzeit. Ich bin der Jonas aus Oschatz. Bin Plan Mode. Jo, herzlich willkommen zur Tour 2024 mit den 5 Moped-Männern. Los geht's. Wo fahren wir überhaupt hin? Hier, was diesen Urlaub passiert, das weiß man ja eigentlich gar nicht so ganz genau. Wir wollen ja eigentlich die Küstenstraße Schottlands rumfahren und dann... ja. Irgendwie ist mein roter Faden gerade abgehauen. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. Ja? Wir haben Regen im Nacken und Regen vor uns. Hast du deine Regenklamotten an? Ich hab sie nicht an. Also? Hi. Ja, also Wird der auch ein bisschen Cappuccino was zu hält, tun haben. ja, ist hier eine Zeit mehr, die noch abzumachen hier. Aber Im Vergleich zum Matthias mit seinem Aufbau, ne? Ist das schon spartanisch. On the road again. Like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way. And our way is on the road. das ist ja vorhin was runtergekommen, ey. Frisches Gewitter. Erstmal die Schlappen reinfuchsen. Da habe ich nämlich so, wie sie aus der Verpackung kamen, da einfach noch reingepackt. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. Also erster Tag hatte ich aus Oschatz 209 Kilometer bis nach Kolbitz bei Magdeburg, Nähe des Kalimanjaro. Ja, ganze Zeit Autobahn A14 gefahren, noch ein Stück A2 und dann mit der Landstraße. Alles ohne Probleme geklappt, bin nach der Arbeit 16:30 losgefahren, war der Zweite, der da war, wurde freudig empfangen und dann gab es noch ein paar Kolben in die Fresse. Und ja, das war der Abend, war ein schöner Abend. Haben leider nur 2 Stunden gepennt, weil wir, oder zumindest ich, habe die Zeit verpasst, ins Bett zu gehen. Um 3:15, also 4:45, wurden wir wieder freudig geweckt und 4:45 war dann scharfer Start und Abfahrt nach Richtung Amsterdam. Das war auf jeden Fall viel zu früh. Das war nicht zu früh. Im Endeffekt war das exakt richtig. Ja, das war exakt richtig, weil... Das Moped hat Ja. Sa
Mittlerweile hat das Wetter aufgeklärt. Wir sind losgefahren bei Nebel und diesigem Wetter, noch leicht bewölkt. Mittlerweile scheint die Sonne, Stimmung ist gut. 3 von uns haben ein Kommunikationssystem für den Helm, über das wir die ganze Zeit kommunizieren können. Wir sind ungefähr mit 1 bis 1,5 Stunden Vorlauf zur planmäßigen Abfahrt der Fähre gestartet, für den eventuellen Fall, dass doch mal was schief geht. Bisher sieht es ganz gut aus. Es gab keine Probleme auf den ersten 500 Kilometern, aber das sollte sich ändern. So, servus. Wer bist du? Wie heißt du? Wo kommst du her? Ich bin Lukas aus Jena. Was machst du hier? Ja, okay. Und wo bist du, an welchem Ort? Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben es heute nach Schottland geschafft. Ja, weiß ich auch ehrlich nicht. Wie hast du dich auf die Tour vorbereitet? Ich habe meinen Motor nochmal bei Langtuning revidieren lassen, weil der letztes Jahr hops gegangen ist. 2-mal. Ja, hab den jetzt richtig schön eingefahren. 2000 Kilometer. Hab den wirklich perfekt abgestimmt, also der lief noch nie so gut. Ich denke, das sollte nicht nochmal kaputt gehen. Okay. Kurz vor der niederländischen Grenze gab es den ersten unfreiwilligen Stopp, weil mein Moped ausgegangen ist. Vermutlich ein Krümel im Vergaser, deswegen einfach fix Vergaser ausbauen, reinigen und weiter geht's. Komm, wir fahren nach Amsterdam. Du und ich, wir haben so im Griff. Dabei saßen wir längst auf dem sinkenden Schiff. Bleib, doch hab ich noch gesagt. Wie hast du mich dann gefragt? Liebe hat total versagt. In Amsterdam. Von Amsterdam. Die Hoffnung an. Allein in einer fremden Stadt. Allein in Amsterdam. Regen, Bogen, Gold. Bei bestem Wetter haben wir Deutschland verlassen und reisen in die Niederlande ein. Doch was dann geschah, hätte die Reise von einem von uns beenden können. Um das genauer zu verstehen, müssen wir ein Jahr zurückschauen. Letztes Jahr sind wir eine Rundreise durch West- und Südeuropa gefahren und genau am Mittelpunkt der Strecke in Barcelona hat es mein Moped zerlegt. Nach einem kurzen Klingeln hat der Kolben geklemmt. Was bei einer kleinen Reparatur am Meer begonnen hat, Schleiferei Spanien. sollte sich dann mitten in der Nacht noch einmal wiederholen. Auch hier war Verlass auf die Jungs, die das Ganze mit Humor nahmen und das Moped wieder fahrfähig machten. Damit das kein drittes Mal passiert, habe ich mich entschlossen, ab Barcelona eine gewisse Drehzahl nicht mehr zu überschreiten. Das hieß für mich dann, jeden Tag getrennt von der Gruppe mit nicht mehr als 60 km/h über die Alpen zurück. 60 Kilometer vor der Fähre ist es dann wiederholt, passiert und dann musste schnell eine Entscheidung getroffen werden. Ich hatte auf jeden Fall keine Lust, die nächsten 2 Wochen mit 60 km/h durch Großbritannien zu fahren und habe quasi schon mit der Reise abgeschlossen. Doch auch hier wieder ein bemerkenswerter Gruppenzusammenhalt. Nach einer kurzen Ansage von Jonas wurde der Zylinder gezogen und es wurde versucht, in der verbleibenden Stunde, die wir noch hatten, das Moped wieder gangbar zu machen. Es wurde direkt losgelegt und jeder kannte noch seine Aufgabe vom letzten Mal.
Und in der Zeit, in der sich Matthias, Johannes und ich um das Moped gekümmert haben, sind Jonas und Geo losgezogen, um Verpflegung für die Überfahrt zu organisieren. Gar nicht mehr so schnell. Wegen uns musst du auch nicht hetzen. Fährst du einfach langsam, das ist schon okay. Zweimal kippen. Jetzt was? Also wenn wir was können, dann sowas. Unglaublich aber war, in 38 Minuten wurde das Moped wieder lauffähig gemacht. Wenig später und mit etwas Vorlauf haben wir die Fähre erreicht. Nun hieß es runterfahren und entspannen.